বৈগুণ্য কীট কলিত পৈশূন্য ব্রণ পীড়িত দৈনার নবে নিমগ্ন হংসি চৈতন্য বৈদ্যমাশ্রয়ে। Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Gauriya Goshtipati, actually told that preaching can be done. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada hat gesagt, das Predigen, das kann auf zwei Arten passieren. Die eine Art ist negativ und das andere ist positiv. Er wiederholt es wieder. Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada hat gesagt, dass Predigen auf zwei Arten ausgeführt werden kann. Eine Art negativ, eine andere Art positiv. So negatives Predigen ist sehr schnell. Und das Resultat kann Schwierigkeiten haben, gefährlich sein. Aber geht da ganz langsam vor sich. Ganz langsam geht positives Predigen vor sich. Aber es ist, dass du nachher wirklich vollkommenes Resultat am Ende hast. So, wir können uns erinnern an Agosura, Bhagasura, Kamsa, Jarasandha, Shishupal. Also das sind alles Prediger, genauso. Sind sie Prediger? So, die predigen auch für Krishna, aber auf eine negative Art und Weise. So, wenn Kamsa nicht da sein wird, Jarasandha, Shishupal, wer wird dann die Exzellenz von Krishna erkennen? So, das ist negatives Predigen. Aber wir Gaudiya Vaishnavas sind interessiert im positiven Predigen. So wirkliches Predigen, das sind die wirklichen Prediger, das sind die Brajavasis, die Gopis. Aber das ist so langsam, es kann keiner verstehen. So eines Tages kann man das vielleicht verstehen. So, er hat mit dem Vers angefangen. Vaishnaver-Ruhm. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, der hat von der Tiefe von immer innerem Teil vom Herzen hat er gesprochen, ganz demütig. So, unser Guru Varga, der will uns eigentlich auch das Predigen lernen. Oder die wollen uns vorzeigen, wie man wirklich predigt. Speziell Krishnadas Kaviraj Goswami, der spricht das Teilen wirklich von der Tiefe von seinem Herzen. Ganz demütige Haltung, Trinata Bisunichana. So, er sagt, ich habe so viele schlechte Angelegenheiten, so viele. And it is just like bookworm, bookworm. If you keep one book, one place for 15 years, 20 years, some kind of, worm coming and cutting the book. Also da gibt es einen Buchwurm, der was nach langer Lagerung von Büchern, nachher findest du vor, dass alles aufgegessen ist von so einem Buchwurm. So, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, der will seine ganzen schlechten Qualitäten, von der er sagt, er hat so viele, die unendlich viel sind. Also der Wurm, der isst alles auf, das ganze Selbst verliert da. Er hat sich selber verloren, was er jetzt wirklich machen soll in der Welt. So, er fühlt sich wie ganz eine gefallene Seele. So, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, der sagt, Vaishnaver-Ruhm, Vaigunya Kita Kolida.
So, und all die unmenschlichen, tierischen Verhaltensweisen, die besetzen mir und fressen mir auf. Ich habe keine guten Qualitäten. Die Qualitäten, was ich habe, das sind nur ganz schlechte Angelegenheiten. Also ich falle jetzt, er sagt jetzt, ich falle jetzt ganz tief in den Ozean von deiner Demütigkeit. So, er wirft sich jetzt in den Ozean der Demütigkeit und will komplett Zuflucht nehmen auf dem Ayurvedic Dr. Chaitanya Mahaprabhu. Das ist der Doktor. Chaitanya Mahaprabhu kann jedes Problem also für den ist jedes Problem lösbar. Srila Prabhupada spricht, sagt, extern, okay, sieht man, dass mein Gurudev, Srila Gaura Kishore Das Babaji nicht gelehrt ist, aber uns muss er sagen, dass mein Gurudev jedes Problem lösen kann innerhalb von den 14 Planetensystemen. Extern findest du vielleicht vor, dass er nicht schreiben kann, nicht lesen kann, also keine Schulbildung hat, aber er ist komplett established, also etabliert in die spirituellen Lehren. So einen hohen Standpunkt. So, er kann jedes Problem lösen, ganz einfach in dem Planetensystem. So eine Kraft, so machtvoll ist Srila Gaura Kishore Das Babaji der Gurudev of Srila Prabhupada. So, was kann man dann über über Chaitanya Mahaprabhu sagen, wenn er der höchste Herr selber ist? Und jetzt kommen wir zurück zum Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, dem Autor vom Chaitanya Charitamrita. Der will uns eben aufzeigen, wie man demütig sein kann. Srila Prabhupada hat immer gesagt, wo eben kein wirkliches Acharan ist, das bedeutet das Vorzeigen, Aufzeigen von guten Qualitäten. Nachher das Predigen sowie eine Art von gutes Karma. Wenn du das jetzt ohne dem vorbildlichen Acharan machst. Also warum sagt er jetzt den Punkt oder spricht er das an? Krishna Varanam Krishna Krishnam Sango Bastra Bhajanam. Also das ist ein Vers, was viele von uns schon heute gehört haben. Krishna. Also der Vers dauert eine lange Zeit, das zu erklären. Das kann er während der Gauraburnima-Zeit dann erklären. Der Punkt, was er sagen will, der was wichtig ist Krishna Varanam. Aber heute spricht er über was anderes an. So actually, Krishna Varnam Tisha Krishnam, but Sango Pangashadam. So Chaitanya Mahaprabhu ist selber die höchste Persönlichkeit Gottes. Swayam-Rup, das ist die originale Form von Krishna. So Swayam-Rup bedeutet, dass eben alle Avatar, die sind in Chaitanya Mahaprabhu. Er ist Avatari, das ist Nandanandan Krishna. So ist die ursprüngliche Ursache von allen Ursachen.
Nandanandan Krishna. So actually he is Supreme Lord. So er ist die höchste Person, Shyam, die Originale, von dem alles ausgeht. So wir sollen eben immer versuchen, die Vaishnaver-Ruhm von unseren Guru Vargas zu verstehen. So, Srila Prabhupada, der hat zwei Arten gesagt, in Akshar, Adakshaja. Aksha und Adaksha. Das sind zwei Terminologien, was Srila Prabhupada oft verwendet hat. Akshara Darshan means your darshan is material darshan. You always try to see. So, Adaksha Darshan, das bedeutet, dass man eben versucht, mit unseren Augen zu sehen. Das ist Materieller Darshan. So, auf alles, was du schaust, du siehst eben nur Materie, materielle Objekte. So, das ist in Wirklichkeit Blindheit. Und Srila Maharaj hat dann einen Vers gesagt im 7. Kanto im Srimad Bhagavatam, dass man eben so wie kann ein Blinder einen Blinden führen, die fallen dann beide in die Grube. Urudam Nipadhya means a Sanskrit word actually. So, Uru, das Sanskrit-Wort, bedeutet Puru, ist ganz starke Anhaftung. Urudam Nipadhya. Damna Urukhale Vadhya, Damudaraha. Dam Udare Yasosa Damudaraha. This is the meaning actually. So here Prahlad Maharaj wants to speak this way, that actually so Prahlad Maharaj, der sagt Anda Upaniyaganda. Es ist ganz eine starke Verbindung von Maya. Also das sind die drei Naturen der Erscheinungsweisen der materiellen Welt. Rajas, Sattvas und Tamas. So, wir sind nicht wirklich daran interessiert, irgendeine Philosophie, eine trockene Philosophie zu hören. Das ist nicht, was wir wollen. Wir wollen wirklich hören über die direkten Gefühle, über die direkten Realisationen, was einer gekriegt hat von seinem Gurudev. Keine trockene Philosophie. Es ist kein from my Guru Path. That's the thing I like to share you all. That is what actually. So, das ist Predigen, wenn man das eben weitergibt, was man so von seinem Guru gehört hat. Nicht irgendwie Klassen geben, Lectures. Yes. I was bound to speak this way, that in the lineage of Gauriya, in the lineage of Radha Anugatha, Trinadoti Swarij is the common thing, very common. So in der Linie von Radha Anugatha, das ist Demütigkeit des Trinadopina Sunijana, das ist ganz natürlich. Das kann man lange eben jetzt erklären. So, er hat an dem Tag gesagt, wo Puri war, also wir sind nicht
bereit, vor jedem uns jetzt zu verbeugen. Srila Prabhupada hat die zwei Sachen gesagt. Akshaja und Adakshaja. Akshaja ist materieller Darshan, materielle Sichtweise. Also du kannst zwar im heiligen Darm sein, heilige Orte, aber du findest da eben vor viele Hotels, Rikschas und solche Sachen, Imbisse. Aber die wirklichen Geweihten, die sehen die transzendentale Gestalt vom heiligen Darm, die wirkliche Natur. So ein paar Devotees, die haben gefragt, vor 15, 20 Tagen, der Brahmachari gefragt, also der hat gefragt, warum Jagannath Das Babaji Maharaj jetzt in Gauradham gekommen ist. Er kann das lange Antwort geben, aber es gibt viele vitale Punkte und ein vitaler Punkt ist jetzt, Jagannath Das Babaji Maharaj, der hat die Anweisung gekriegt von Gaura Hari, geh du dorthin und mach meinen Geburtsort ausfindig. Gauro Praja Vedo Vishishta Program. Gauro Praja Vedo. Gaudam and Vrindavan Dham non-different. Also du kannst im Pranam-Mantra vorfinden, dass Gauradham und Vrindavan, das ist immer vorhanden in einem Rasik Acharya. Also das sind nicht verschiedene zwei heiligen Orte. Gauradham und Vrindavan Dham. Gauradham ist wichtiger, ne? Weil Gauradham, der befreit die eben, der gibt dir die Freiheit nicht. Also du kannst dort nicht so schnell begehen. So ohne die Segnungen von Baladev, der was Adadam ist, der heilige Ort, kann niemand predigen gehen. So in der Linie von Radho Anagatya, Trinado Pisunichina ist ganz natürlich. Und Trinado Pisunichina ist so eine vitale Stimmung. Ohne der Stimmung können wir nicht das Leben von einem Vaishnava, also das muss vorhanden sein. Ohne dass du das Trinado Pisunichina hast, kannst du nicht predigen gehen. Und unsere Guru Vargas, die aus der Linie, die haben ständig die Stimmung, die tiefere. Dass sie ihm alles, jeden Ruhm, jede Anerkennung immer weitergeben. Krishna Varanam Krishna Sangam Gashta Bhashadam. Sangam bedeutet die transzendentale Gestalt von Gurudev, die was du klar sehen kannst, wenn du wirklich 100% hingeben bist zu ihm. Das ist, du verstehst dann die Vaishnaver-Ruhm, die Form der Sprache von dem spirituellen Lehrer. Also die haben alle eine Spezialität. Das ist, um wirklich die Vaishnaver-Ruhm zu erkennen. Aber für das musst du wirklich 100% Barmherzigkeit kriegen von allen. Die sind selbst leuchtend. Also das ist nicht erfassbar für uns. Also in der Nacht kann man zum Beispiel nicht versuchen, die Sonne zu sehen oder Sonnengott zu sehen. Du kannst dann versuchen, mit einer Taschenlampe versuchen, die Sonne zu suchen. Aber es wird nie erscheinen, du wirst sie nie finden in so einer lächerlichen Art und Weise. Sondern am Morgen, wenn die ganz von allein aufsteigt, nachher kannst du sie erkennen. So das Gleiche ist mit den Vaishnavas, die kannst du nicht erkennen in Dunkelheit. Weil wir in Dunkelheit sein, in materieller Sichtweise. Aber die sind selbst erleuchtend, so die offenbaren sich uns zu einer richtigen Zeit, wenn wir reif sind, bereit sind.
They are not having that kind of fine darshan, they don't have. They can see blood and flesh, they can see stool and urine. Also die So-called devotee coming from Vrindavan and paying Die Leute, materielle Leute, die sehen dann in die Vaishnavas, die was wirklich so erleuchtet sind wie Sonnen, sehen sie materielle Leute, die erkennen die nicht. Die können nur den Körper sehen und sehen dann, oh, die sind so und so. Oder man sieht zum Beispiel an die heiligen Orte, oh, die Straßen ist vielleicht dreckig, verschmutzt, oder da liegt Müll herum oder irgendwas. In Vrindavan zum Beispiel. Aber in Wirklichkeit lacht Gurudev über das. Also Vrindavan, das kann man nicht so sehen. Was ist Vrindavan Darshan? And clear vision. It's called Adakshaya Darshan. Adakshaya Darshan means So der wirkliche Darshan, das haben solche Leute wie Babaji Maharaj, Babaji Maharaj, die sehen wirklich die transzendentale Form von den heiligen Orten und die können dort alles wahrnehmen. Adakshaya Darshan actually means clear darshan, as it is. As it is darshan, unique darshan, transcendental darshan. So, Srila Jiva Goswami, der gibt die Erklärung zu dem Wort Adakshaya. Adakshaya, er erklärt es so: Adakrita Akshaya Jnanam Tata Indriya Jnanam. Also in der Sandarbha sagt Srila Jiva Goswami über das Wort, was es genau bedeutet. Adakshaya bedeutet dort, also wer ist Adakshaya, kann man fragen. Adakshaya ist der höchste Herr. So der höchste Herr kann sich das Recht zurückhalten, die er eben nicht zu offenbaren. Das sagt er eben uns oft, denn dass eben Vaishnavas genauso das Recht auch zurückhalten können, sich dir nicht zu offenbaren. So das Yogamaya und Mahamaya. Also Mahamaya, das eben hat die Aufgabe, dass sie die immer wegbringt von der wirklichen Realisierung vom heiligen Dharma oder von den Vaishnavas. Sondern wenn du von Yogamaya die Barmherzigkeit kriegst, nachher kannst du wirklich sehen den Vaishnava und den heiligen Ort. Ansonsten sehen wir nur materielle Dinge, was wir mit unseren Augen fassen können. Aber das ist hinter all dem. Und da ist ganz eine klare Sichtweise dann von all den Dingen. Kommt dann. Supreme Lord actually going to, push the material darshan down. Push, kick your effort of material darshan, then Adakshaya was to Supreme Lord going to kick your effort down. Adakshaya Akshaya Jnanam, Akshaya means material Gyan, material darshan, which you can try, through your sense organ, material sense organ. Also du versuchst eben mit deinen Ohren, mit deinen Augen, mit deinen Händen, alles, kannst du nur Materie füllen, materielle Dinge. Aber das ist hinter all dem. You want to engage all your sense organ, material sense organ, to get some idea about one transcendental thing, which is not at all possible. Aprakita Vasta Prakita Gocha. Chaitanya Charitamrita geschrieben, dass transzendentale Dinge, die können nie realisiert werden durch materielle Sinnesorgane. Das kann man nicht realisieren. Also es sind die zwei Darshane.
materiell und spirituell. Actually, what I mean to say, Prabhupada speaking this So was er word, damit sagen will, Srila Prabhupada that sagt, if you are failure to dass wenn du discover, wirklich to understand the Bani Sharup of Gurudev, das then verfehlst, die your Vaishnaver-Ruhm zu erkennen von deinem Gurudev, dann ist deine wahre Sicht auf Gurudev nicht wirklich I already discussed this point many times. 100% vollkommen. So Diksha ist auch ein langer Prozess. Suppose Das ist nicht nur eine schnelle Einweihung, das ist ein langer Prozess über viele Jahre, je nachdem, wie man eben hingeben when you ist. get perfect Kripa at the time Also of wenn Diksha, ein Devotee at the time of Diksha, if any, Jivatma, if you find, suppose at the time of Diksha, at the es same gibt ceremony, Ausnahmefälle, dass eben manche, die kriegen bei der Einweihung that is in Chaitanya Charitamrita is written, direkte Barmherzigkeit. Seikale Sekale Krishna Krishna, Hare Tarek, da ist Diksha auch comes at the Vers time of in Diksha when submission is complete, and if you are enjoying full Chaitanya Kripa, full Charitamrita. Kripa, Also wenn du wirklich in einem Ausnahmefall die volle Barmherzigkeit kriegst hast vom Gurudev, dann kommst du sofort auf den transzendentalen Level. Aber das ist ganz, ganz selten. Und deswegen Harinam also, sometimes you can find somebody ist es eben like wichtig, Prabhupada getting Harinam from Bhaktivinoda beides zu bekommen, Harinam und Prabhupada Diksha. getting Harinam from Bhaktivinoda Thakur. Instead, So Srila Prabhupada hat Harinam Sri von Kurmadev, which is rare. Bhaktivinoda Thakur gegeben und der hat dann Without Diksha you cannot receive. war verehrt in Kurmadev. Because Diksha is transcendental, Prabhupada coming, where at the time of birth you can find transcendental Upavita. Ja. Skirt therapy. So Bhaktivinoda Aber Srila Prabhupada hat schon von der Geburt an seine Nabelschnur, das war wie eine Brahmanschnur. Harinam. Through Harinam we can get everything. So, und dann hat er nur mehr Harinam braucht. You have to realize the Sarup of Harinam. Also dann muss man Swarup, die Form von Harinam realisieren. And Harinam itself can give you everything, complete. Und dann hat Harinam auch die Kraft, dass er dir wirklich alles geben kann. Harinam ist selber Krishnam is equal to Krishna. eins mit Krishna. So, die können da alles geben, Harinam. Der ist von sich heraus vollkommen, Harinam. Aber unser Guru Varga, der empfiehlt uns eben Diksha-Einweihung zu nehmen, weil das unsere Trennung zur materiellen Welt beschleunigt. So Srila Bhaktivinoda Thakur sagt, manchmal findet man gewisse spezielle Vorfälle, also aber der Nitya Seva, also es ist manchmal ist die Möglichkeit, dass du eben nicht Diksha brauchst. Also du kannst vielleicht von einer ganz unteren Kaste sein, Chandalas, Shudras. Doch, wenn Harinam deine Zunge berührt und darauf tanzt, nachher kannst du ganz einfach befreit werden. Also von jeder Lebensstufe. Wenn du 100% den Glauben in Harinam, in das Mahamantra hast, nachher kann er da alles geben, der heilige Name. Aber normalerweise ist es nicht der Fall. Das sieht man heute nicht. Nicht so oft, solche Fälle, sondern es ist ganz, ganz selten. Deswegen braucht man Diksha-Einweihung. Zweite Einweihung. Und dann durch den Diksha-Prozess kriegt man mehr und mehr Realisationen. Und nachher, wenn den Körper dann verlässt, nachher ist das die Vorbereitung, dass du dann von dem Mantra Diksha in den ewigen Seva eintreten kannst. Lakshahira.
Actually, I am initiated every day. Yes. By Harinam, 3 lakhs Harinam, what to do? Today my name is not complete, what to do, excuse me. Tomorrow you come, I can fulfill So your Srila Haridas Thakur, der hat so viele Namen chantet und der Prostituierte, der ist gekommen. Aber Haridas hat immer zu ihr gesagt, nimmt er wieder Einweihung durch das Chanten der Heiligen Namen. So, was Prabhupada jetzt sagen wollte von unseren Guru Vargas, Krishna Varnam Krishna Krishnam Sangavan Gastabashanam Sa Anga. Chaitanya Mahaprabhu or Bhagavan Sri Krishna, if you want to mean Anga means transcendental body. So Anga bedeutet der transzendentale Körper. So actually, transcendental body of Krishna. Und was gehört jetzt dazu? Es ist Krishnas Körper und Gaurangas Körper, das ist dasselbe. Sa Anga bedeutet, Srila Prabhupada sagt, actually, Chaitanya Mahaprabhu going to give you some advice. Also Chaitanya Mahaprabhu, and all advice by Chaitanya Mahaprabhu is equal to his transcendental body. Shabda Brahma is equal die Anweisungen von Chaitanya Mahaprabhu sind gleichzusetzen mit ihm selber. Also Shabda Brahma ist gleichzusetzen. So wenn Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Vani, die Wörter aus seinem Mund kommen, dann ist das ein transzendentaler Klang, der was gleichzusetzen ist mit die transzendentalen Hintergründe vom Höchsten Herrn. Und Upanga bedeutet Chaitanya Mahaprabhu. Also der gibt einen Ratschlag. Also diejenigen, die was jetzt predigen gehen, so Upanga bedeutet diejenigen, die was die Chaitanya Vani auf perfekte Art und Weise predigen, die nennt man Upanga. Swanga Upavanga. Also es sind die erstklassigen Geweihten, die was die Chaitanya Vani verbreiten. Harinam. 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 Also Astra, das ist die Waffe, das sind die Lehren von Chaitanya Mahaprabhu und Harinam. Hare Krishna, Krishna. Also Chaitanya Mahaprabhu, sobald er geboren worden ist, hat er schon über die heiligen Namen gepredigt, weil er immer weinen angefangen hat, wenn er nicht die heiligen Namen gehört hat. So das ist der Chaitanya Mahaprabhu, ist die Form, wo Gott selber, die höchste Person, kämpft, als ein Bhakta, Praktizierender. So, Chaitanya Shiksha, das ist die Waffe, die Lehren von Chaitanya Mahaprabhu, das ist die Waffe, durch die man alle materiellen Unreinheiten aus dem Weg schaffen kann. Ganz, ganz leicht. Das ist die Astra, die Waffe. So, ohne der Waffe, wenn du wirklich nicht gefestigt bist in dem, dann kannst du auch nicht predigen. So, du musst vor allem all die Punkte verstehen. Sangabangashtabashadam. Ashtra ist die Waffe, ist die Lehren von Mahaprabhu. Parashat, das hat er schon oft erklärt. Wer ist wirklich Parashat? So, Manubhishta.
Sri Chaitanya Mano Mahaprabhu bestam stapidamena Keno Bhutale. Keno Bhutale by Guru Vargeno. Also das ist der tiefe Wunsch, was Chaitanya in meinem Herzen hat. Diejenigen, die wollen das predigen von Chaitanya Mahaprabhu. Das sind Parishats, Geweihte. What is the symptom on those persons? You can find they want to implement that, the desire of Chaitanya Mahaprabhu. What Chaitanya Also Mahaprabhu wanted to die, was wirklich what die Chaitanya echten Mahaprabhu Parishats sind, die, was wirklich aufzeigen wollen, was Chaitanya Mahaprabhu geben wollte. Parshad, Gaur Parshad, Gauranga Parshad. So das kann alles jetzt genau das Gleiche geben, weitergeben werden von den Geweihten. So, jetzt kommt Bezug zu dem Punkt, warum Srila Bhaktivinoda Thakur, der gibt uns immer den Ratschlag, versucht keine Tempel aufzubauen und große Gebäude, Mat-Mandir und so weiter. Srila Bhaktivinoda Thakur, der gibt uns den Ratschlag. Established in 64 mosques all over the world. Whereas we get the advice, Bhaktivinoda Thakur, from Bhaktivinoda Thakur we are getting this advice, Mat Mandir Dalan Bari Na Karo Prayas. Don't try to make, Mat Mandir, Mat, big temple and everything, and building, nice building, construction. So Srila Bhaktivinoda Thakur, der sagt eben, versuche ja nicht. Der gibt den Ratschlag, bau eben keine großen Tempel, mach nicht irgendwas in der Richtung. Aber wir sehen, dass Srila Prabhupada, der hat 64 Tempel eröffnet. So, was ist da jetzt der Trugschluss? Oder wie kann man das verstehen? Man is coming in front of Prabhupada and speaking this, discourse going on. And speaking Prabhupada within this short period of time, So, sagt Srila Prabhupada, da war ein Gespräch zwischen Prabhupada und that time I am speaking about. That time only 50 mosques you are establishing within this short period of time. Prabhupada laughing. 50 mosques. Da hat jemand gefragt, wie viele Tempel hast du jetzt eröffnet? So viel, es ist 64 Tempel, so viel Arbeit hast du geleistet. Aber Srila Prabhupada sagt, das ist nichts. Also er wollte Tempel in alle Herzen kreieren, wo die Leute leben können. I think myself lucky. You are speaking about 50 mosques. So, du sprichst jetzt über die Tempel, was du jetzt eröffnet hast. Aber er hat jetzt 50 bis 60 Leute geschult, die was wirklich rausgehen und jetzt die ganze Nachricht von Chaitanya Mahaprabhu verbreiten können. Das sind Kirtan Yagya. Also das sind immer bereit, was 100% das Feuer, die Energie geben im Sankirtan Yagya. So actually, Prabhupada wanted to get 50 mobile Gaudiya Mahaprabhu. Those who are having ideal character, idealism, they are going to accept all the teachings of Chaitanya Mahaprabhu in toto. Diejenigen, die will eben solche 50 Leute schaffen oder 64 Leute, die was dann mobil werden und überall hingehen und die Lehren von Chaitanya Mahaprabhu überall verbreiten. So, aber bevor man jetzt überhaupt über Predigen spricht, so er hat eben angefangen in der Klasse mit Agasura, Bakasura, dass die auch Prediger sein, aber auf eine negative Art und Weise. Why? Because they are, creating one incident, and by that, massive preaching going on.
So Bakasura, Agasura, die wollen Krishna eigentlich töten. Und das ist negatives Predigen. Aber positives Predigen kann nur gemacht werden von den reinen Brajavasis. Was ist Predigen? So Predigen ist, dass du wirklich Hingabe, Bhakti geben kannst, weitergeben kannst. Im Purushottama hat er gesagt, uns erklärt, dass Malini, die tanzt und singt manchmal, währenddessen sie Blumen pflückt hat, und sie macht Girlanden und sie verkauft dann am Markt und so erhaltet sie ihr Leben, die Malini Devi. So die Yajik Patnis, die Frauen von den Brahmanas, die haben dort die Möglichkeit gehabt, das Lied zu hören oder den Song von der Malini. Und dann haben sie ganz starke Attraktion gekriegt, weil die eben wollten Krishna schon vor so langer Zeit sehen. So Malini, du kannst nicht sagen, jetzt, okay, du kannst sagen, sie ist kein großer Prediger, aber wirklich, sie ist ein großer Prediger. Uddhav, der wollte auch vor die ganzen Brajavasis predigen, aber er hat dann aufgezeigt, dass er wirklich, oder er ist draufgekommen, dass er ganz, ganz weit weg ist von der hohen Hingabe, was die Brajavasis, die Einwohner von Vrindavan, für Krishna haben. So er hat sich selber gesehen als den größten Dummkopf, Nummer 1. So Uddhav ist genauso ein Prediger. So wenn Krishna von der Welt gehen wollte, in Pravas Kshetra, und Krishna gehen wollte nachher, hat Uddhav geweint und hat seinen höchsten Herrn gesehen, sitzend unter einem Banyanbaum. Wie ein Yogi ist er da gesessen und Uddhav ist zu ihm gegangen und Maitreya Muni war anwesend, der Schüler von Vyasadev. So beide von denen, die haben gewartet und Krishna wollte ihm eben Lehren geben über Bhagavad Tattva Vigyan, Mukta Sangha Parasya Parijayate. And memorize some, get some dry tatta, not that. Otherwise, why it is written in, Shastra, Bhagavad Tattva Vijnanam? So, was ist Bhagavad Tattva? Bhagavad Vijnanam. Es ist nicht, dass du irgendwie einfach das so lernen kannst. Das kannst du nur von einem Mahabharata kriegen. Both of them, Maitreya Muni and Uddhavji waiting, because Krishna is going to give final advice, Bhagavad Tattva Vijnana. So Krishna now speaking, after Bhagavad Tattva Vigyan is about very secret Tattva, Bhagavad Tattva Vigyan, Uddhavji Maharaj and Maitreya Muni, both of them, so Uddhav und Maitreya, die kriegen das Tattva Vigyan von Krishna. Und wenn Krishna jetzt entschlossen hat, die Welt zu verlassen, dann hat Uddhav angefangen zu weinen. Oh Prabhu, Kim, also nimm mich mit dir, ich kann nicht ohne dich leben. Aber Krishna hat gesagt, na, wenn du wirklich mit mir in Liebe bist, nachher musst du meine Anweisungen befolgen. So Krishna wollte Uddhav nämlich zum Acharya machen und deswegen hat er da bleiben müssen in der Welt. Without digestion, how you can vomit? Vomit means it's not digested.
You cannot digest. So, Uddhav, Bhagavan Sri Krishna going to make Uddhav a great teacher. So Bhagavan Sri Krishna wollte im Uddhav zu so einem großen Prediger machen. Also er sagt, Uddhav, du musst da bleiben und du wirst der Nummer 1 Acharya. Also du musst predigen, du musst sprechen über mich, über die absolute Wahrheit, über Verteilen von Bhakti. Uddhav, also in einer Form bist du in also in einer Form ist ein Badrikasha und in einer Form ist ein Uddhav Kund. So Uddhav Prabhu hat eben die zwei Formen. Also er geht in Badrak Ashram, um eben gewisse Yoga-Praktiken auf sich zu legen, damit er kräftiger und stärker wird. So wie Narayana, der mal so eine hohe Tapasya-Entsaugung macht. Warum? Um schlussendlich Barmherzigkeit zu geben für die ganzen Seelen, weil eben so viele sündhafte Leute auf der Welt sind. Und Vyasadev und Narayana, die sind in die Himalaya-Berge und die beten für uns und neutralisieren die ganzen Sünden durch ihre harten Entsagungen und Austerities und durch ihre Krishna-Bhajan. So, aber er will sagen, dass Uddhav eben ein großer Prediger ist. Warum? Also er will sagen jetzt, was Jiva Goswami in die Sandarbhas sagt, dass wenn du wirklich also um wirklich das vollkommene Wissen zu kriegen, dann musst du die Gemeinschaft haben mit den Brajavasis, Gopis. Also Uddhav kann dir das schlussendlich nicht geben, was dir die Gopis kriegen können. Aber er kann dich zum Standpunkt bringen, wo du anfangen kannst. So in den Sandarbhas sagt Jiva Goswami, dass wenn du wirklich predigen willst, du musst dir zuerst deine Qualität anschauen. Some example one by one. Actually, Jiva Goswami was speaking. At all, if you like to go for fishing, you will have to take shelter of Vaidhi Bhakti. Also du musst zuerst anfangen als Prediger mit Vaidhi Bhakti. So, wenn der Gurudev sagt, okay, du sollst jetzt predigen gehen, nachher musst du anfangen mit Vidhi-Marg. You cannot go for preaching and Ragmarg. Ragmarg is not a matter of preaching. Ragmarg, you cannot go in market and you cannot speak. Also Ragamarg ist nichts. Speak you in front of you. But actually, Jiva Goswami was speaking. If you, at all you are going for preaching, then you will have to, take the help of Vidhi-Marg. Also der Prediger, der startet immer zuerst mit Vidhi-Marg, mit Regeln und Regulierungen. Er kann nicht gleich die spontane Liebe predigen. Es ist was Höheres. In that case, different kinds of categories there. Even Madhyam Adhikari can go for preaching. So Madhyam Adhikari, der kann auch schon predigen gehen. Also Uddhav kann auch predigen gehen.
und Bhakti in die Herzen weitergeben. And finally I would like to say, in Bhagavad glorification you can Und find schlussendlich sieht man in der Bhagavad-Glorifizierung, dass all die Frauen von Krishna, die was nicht, those who are going to stay in this middle that time also. Then finally they heard Bhagavatam from also die hören das Uddhav. Bhagavatam von And that was Uddhav. also one kind of excellent preaching. Und das ist eine Art von exzellenten Predigen gewesen. So die ganzen Frauen von Krishna. Some wives, they already disappeared. You can remember. Mahishi Haran. Mahishi Haran means Also das Mahishi Maharan, also viele Prinzessinnen, die sind schon verschwunden. Und Krishna gibt ihm die Anweisungen zum Arjun, du musst ihn jetzt leiten. Aber Arjun, das Sikhe, der Arjun, der ist jetzt besiegt worden von so einem Jäger. Also Chaitanya Mahaprabhu gibt uns die Unterweisung des Mahishi Haran, der Moshe Lila. Also das ist nur Art von Maya, das Spiel. Das ist Yoga Maya. Arjun kann normalerweise von niemandem besiegt werden. Also das ist so inszeniert. Also das Verscheiden von Krishna ist alles gemacht von Yoga Maya für Leute, die was eben nicht so hohe Bhakti haben, die was das nicht vollkommen verstehen. In that case, Bhagavad Katha, Uddhav speaking. By that Bhagavad Katha, all those, those wives of Krishna and all, they are going to get some excellent tattva, rasa tattva. Also durch das Gespräch von Uddhav mit den Gopis kriegt jeder eben einen großen Nutzen durch aus dem Gespräch, weil so mit der der Ruhm von den Gopis herauskommt. Srila Prabhupada, bevor er wirklich die Schüler geschickt hat zum Predigen, hat er gesagt, versucht euch immer daran zu erinnern, dass ich war zum Beispiel, Srila Prabhupada selber sagt, ich war so angezogen von meinem Gurudev bei der Qualität von Trinada Bisunichana. Taroda Biseshna Mani Namana Kirtanya Sadahiri. So Kirtanya Sadahiri bedeutet, dass du den Ruhm von Krishna immer singen kannst, aber du musst wirklich zuerst den Kopf verbeugen und demütig werden. Nicht, dass du irgendein falsches Ego hast und dann das weitergibst. Also Srila Prabhupada sagt, du musst ganz demütig werden, wie ein Stroh, Gras haben. Und wenn du es nicht bist, Gras zum Beispiel, wenn der Esel oder irgendwer, die Pferde, wenn die da rennen, also wenn ein Gras ein bisschen höher wächst, dann haben sie die Möglichkeit, das Gras zu essen. Also deswegen muss man demütiger sein wie ein Grashalm. Weil sonst können uns der Esel oder die Pferde aufessen. So, wir müssen ganz immer unten bleiben und demütig. Das ist der Schlüssel. Und du musst toleranter sein wie ein Baum. Baum, was bedeutet das? Srila Prabhupada gibt die Erklärung, Bhaktivinoda Thakur genauso. Vrikshayana Katileya Kichana Bolai.
Sukaya Maya Kadena Panamaga, Peche Maya Tan, Srila Bhaktivinoda Thakur sagt es im Bhajanarasya, dass der Devotee, der muss eben mehr tolerant sein als wir Baum, weil Bäume, die fragen nie nach Wasser, Baum fragt nie nach Wasser. Aber wenn es extrem heiß ist im August oder in der Sommerzeit, aber der Baum, der wird niemals fragen, oh, gib mir Wasser, gib mir Wasser. So, der Baum, der gibt uns also viel Früchte, Blätter, Holz, so alles ist vom Baum, was er uns einfach so gibt, ohne dass er was verlangt. Aber wenn du jetzt auf ihn einschlagst, aber wenn du dich überhaupt nicht um den Baum kümmerst, er wird dir immer was geben. Du kannst gar so weit geben, dass jetzt den Baum abfällst oder abhackst. Then that man who is going to cut that tree himself is going to take rest under the tree. That tree not speaking, you just going to cut me. Why you are taking rest? Also der Baum, der ist so, dass du, obwohl du den jetzt vielleicht abschneiden willst, gibt er da immer Schatten. Also du gehst dann, legst dich dann vielleicht unter dem abgeschnittenen Baum und suchst Schatten. So, das nächste ist, dass man niemals interessiert sein sollen an irgendeinem Ruhm oder an Ansehen. Das ist ein Vaishnaver-Pradishta. So. Srila Prabhupada spricht, wenn du nicht daran interessiert bist, ein Vaishnava-Pradishta, also du musst, weil du weißt, wenn du das Vaishnava-Pradishta nicht annimmst, dann kannst du in die Hölle gehen. Rauchava bedeutet Hölle. So, wenn du das nicht wirklich ehrst, den Vaishnava-Pradishta nachher, das ist eine exzellente Sache. Wie wissen wir das? Srila Bhakti Goswami zum Beispiel, Bhakti Pragan Keshav Goswami, dass die wirklich Vaishnava-Pradishta haben, woher kann man das sagen? So, die Sache ist, so wer hat das Vaishnava-Pradishta? Vaishnava-Pradishta bedeutet, wenn du ein perfekter Vaishnava bist oder wärst und deinem Gurudev komplett folgst, so hat er am letzten Tag schon drüber gesprochen. Srila Prabhupada hat gesagt, also um die Seele um seinem Gurudev zu dienen, ist er bereit, einen Vertrag zu unterschreiben, bei dem geschrieben ist, dass er in die Hölle geht. Also er geht so weit, dass er eben den Dienst zum Guru nie aufgeben will. Das soll die Stimmung sein. Er hat das letzte Mal über Koresh gesprochen. Koresh ist der Ramanujacharya, ist der ganz spezieller Schüler von Ramanujacharya. So, der nennt sich Koresh. Also Koresh, der hat dann die Kleider angenommen von Ramanujacharya und ist zu so einem König in Südindien, Kimikanta, der was ein Shaivaid ist, Shaivaism. And he finds his danger, actually Ramanuja is most powerful, his preaching, his power is so,
So, er hat eben gemerkt, der König, dass das, was Ramanujacharya predigt, so schnell angenommen von den Leuten und dass dann keiner eben Shiva verehrt. So, dann wollte er ihn eigentlich töten. Und nachher haben sie eine Nachricht gegeben. Und dann war die Gefahr, dass eben Gurudev angegriffen werden kann und hat sich Gurudev Koresh selber entschieden, jetzt loszugehen und anstatt seinem Gurudev geht er jetzt in der Dress in der Kleidung von Ramanujacharya. So, er geht dann dorthin. Also der Pandit, der Gelehrte von Shiva, der wollte ihm dann mehr und mehr aufzeigen. Oh. So ultimately that Pandit was defeated. So he is big Pandit in there, according to their own estimation, he was excellent Pandit. Actually not Pandit. But he is defeated, and in that case actually Kribikanda took decision. Also der König, der hat sich dann entschieden, das Ziel war, also wenn du geschlagen wirst von ihm, nachher musst du Zuflucht bei ihm suchen, genau umgekehrt. Aber Kanta, der König, war ein ganz gefährlicher König. Und er hat sich entschieden, dass er ihm jetzt die Augen aussticht. Also es ist ganz viel Blut dann geflossen. Und nachher hat Ramanujacharya gerufen, oh Gurudev, hat nichts mehr gesehen. So, und jetzt mit der Hilfe von einem Brahmana ist er nachher zu seinem Gurudev gekommen. Gurudev hat ihm dann gesagt, oh, who is going to sacrifice his whole life for the cause of Gurudev. So, wer sich wirklich komplett einsetzt, um das weiterzugeben, was er von seinem Guru gekriegt hat, das ist der wirkliche Schüler. Das ist Koresh. Also bei der Barmherzigkeit von Ramanujacharya hat er dann gebetet vor seinem Ishtadev und nachher hat Koresh spirituelle Augen gekriegt, Divya Chakshu. So ganz in Kürze hat er eben sein Augenlicht wieder zurückgekriegt, aber like Mahabharata, actually, Mahabharata fighting, Sanjay waiting there in kingdom and giving commentary, live telecast of that, what is happening there in Kurukshetra, Yuddha, where he is dead, in front of the Dhritarashtra. Also das ist eine transzendentale Sichtweise, was er da gekriegt hat. So, der Sanjay, seine Identität ist als Gavalamuni. Und bei der Barmherzigkeit von Vasudev hat der Sanjay eine Divya Saksha, transzendentale Sichtweise gekriegt. Und der sieht dann, was sogar in Kurukshetra vorgeht, obwohl er ganz, ganz weit weg ist. Vishwamurti in front of Arjun, all Vishwamurti, Then also, Arjun looking this Vishwamurti and other also Arjun sieht den Vishwamurti und Sanjay genauso. Und das ist bei der Barmherzigkeit von Vasudev Goswami, dass er die Sichtweise gekriegt hat.
Materielle Augen, das ist Akshara Darshan. Divya Darshan ist so Quraysh, das sieht jetzt wirklich die transzendentale Existenz. Genau das ist auch mit dem Gaurkishore Das Babaji Maharaj. Der hat auch so transzendentale Augen, transzendentale Sichtweise. That is called Chandrasekhar Acharya Bhavan. There, Prabhupada doing bhajan, that time, night time, 2 o'clock he will come. Prabhupada said, how you come here? Hey? Who helped you to cross river? How you come? Night 2 o'clock? Also da war mal der Gaurkishore Das Babaji Maharaj hat zu Srila Prabhupada gekommen und fragt, oh, wie hast du jetzt in der Nacht, um 2 in der Nacht, den Fluss überquert? Aber Gaurkishore Das Babaji Maharaj hat nur gelacht. Und Srila Prabhupada hat realisiert, dass Gauranga selber, Mahaprabhu selber hat ihm geholfen, den Fluss jetzt zu überqueren und so einen langen Weg zu ihm gehen. Also das war ganz ein langer Weg, mitten im Wald, mit vielen Hindernissen, mit Flüssen und so. Aber er ist dort überall ganz, ganz leicht, hat er das überqueren können, weil ihm selber Hilfe gekriegt hat von Chaitanya Mahaprabhu. So Srila Prabhupada, der sagt jetzt vor, oh, mein Guru Varga, ich bin angezogen worden von meinem Gurudev, Paramahamsa Maharaj, Srila Gaurkishore Das Babaji. Ich habe so eine starke Anziehung zu ihm gehabt. Und Guru Padma, der hat die vitalen Punkte gehabt und hat gelebt, das Trinato Bisonichina, Tarora Biseshna, Manina Manadena. Also Amanina bedeutet, dass der Respekt oder Ehre, das berührt ihn nicht. So, wenn jetzt irgendeine Art von Pratishta die berührt, nachher, wenn es nicht dein Herz berührt, wenn du es nicht aufnimmst, nachher, wenn du das eben schnell wieder weitergibst, nachher nimmst du nichts auf von dem. Schlecht. So Ramananda und Roy Ramananda und Mahaprabhu am Flussufer von Godavari, im Roy Ramananda Samvad, also an dem Fluss, Mahaprabhu hat dort gefragt, Frau Ramananda Roy, oh, was für Pratishta ist das höchste Exzellent. Aber Roy Ramananda sagt, wer wirklich berühmt ist als Vaishnava, President of America, he is the Prime Minister of India, not that Pratishta is, Raja, Dhiraj, big king, as king going to give this kind of Pratishta, that is not actually topmost Pratishta. So, wenn du in der materiellen Welt irgendeinen Titel kriegst, das ist nicht wirkliche Ehre, sondern wirkliche Ehre ist, wenn du den spirituellen Titel kriegst. Das musst du annehmen, aber das nehmen die nicht wirklich an, sondern sie geben es wieder ab. Das ist alles so zum Verstehen. Und Ramananda sagt, das ist, ich bin nur das Instrument. So derjenige, der berühmt ist als Vaishnava, das ist der höchste Vaishnava. And all those demigods, they are also searching this kind of big pratishtha. Vaishnava Padam Amananti. We also, Sankar, Brahma is saying, we like to finally, get this seat, chair, Vaishnava pratishtha.
sogar die Halbgötter, die wollen den Titel haben von Vaishnaver-Pratishtha. So das Vaishnaver-Pratishtha, die Ehre, egal wie viel du jetzt kriegst von anderen Leuten von außen, die berühren nicht der Herz von Lava, Puja, Pratishtha, Kanaka, Kamini, Pratishtha, Bhagini, Charya, Chechai. Kanak mean, appliances, Kanaka Kamini, Kamini Joshit, Kanaka Kamini, Pratishtha Joshit, Kanaka Pratishtha Bhagini. Not going to touch you. Also das wird dich nicht berühren. Nachher kannst du sagen, dass du 100% perfekter Vaishnava bist. Vaishnava-Pratishtha Vaishnava-Pratishtha Tate Karanishta Tahe Karale Rao. So Srila Prabhupada will damit aufzeigen, dass wenn du kein perfekter Vaishnava bist, nachher ist immer Kontamination da. Also du musst ein perfekter Vaishnava zuerst werden. Nachher kannst du ganz leicht die Pratishtha, die Ehre und den Ruhm, was du kriegst, dann kannst du dann wieder weitergeben. So wie zum Beispiel Keshav Goswami Maharaj, Sridhar Maharaj, Bhakti-Vaibhav Puri Goswami Maharaj, das sind alle, was Vaishnava-Pratishtha kriegen, aber das Ehre und Ruhm, aber das berührt den nicht. So sie geben die Ehre sofort wieder weiter an ihrem Guru. Und von ihm, der Guru, wieder gibt es weiter zu Srila Prabhupada und dann wieder zu Gaura Kishore Das Babaji und dann zu Bhaktivinoda Thakur. So, das geht ganz immer. Schlussendlich landet es dann bei Radharanis Lotusfüße, bei Rasa Tattva, Nityananda. Und schon, wenn du Rasa Tattva verstehst, kannst du raufgehen bis zu Radharani und schon gehst zum Nityananda. So Chaitanya Mahaprabhu wollte aufzeigen, dass das Pratishtha von einem Vaishnava, das ist das Höchste. Und das spricht Ramananda Roy. Actually, now point is that Vaishnava-Pratishtha Tatekaranishta Raviveruda. Those who are going for preaching, for them we like to give one example from Nilachal Lila, Purushottam Lila. When Mahaprabhu was there, Sanatana Goswami, Rupa Goswami, kann im Purushottam Lila, wenn jetzt jemand die Lotusfüße von Chaitanya Mahaprabhu sehen wollte, dann haben sie Zuflucht gesucht in dem Bhajan Kutir von Haridas Thakur. Bhajan Kutir of Haridas Thakur. Usually that time some discussion going on someday. Now Haridas Thakur speaking actually. Also da ist jetzt eine Diskussion Rupa, you, Sanatan and Rupa, zwischen Rupa, also so Rupa, wo da sagt, Sanatan Goswami sagt, alle Rupa, Sanatan, die haben exzellente Barmherzigkeit gekriegt von Chaitanya Mahaprabhu, weil ihr geht alle raus und ihr findet die heiligen Orte und schreibt die Schriften. Also all das erklären sie, die ganzen Tattvas, durch und Sanatana Goswami sagt, du bist am meisten vom Glück begünstigt, weil Hari, weil du ständig die heiligen Namen chantest. So. Harinam ist mehr als wie Hari. Und Hanuman hat eben auch die heiligen Namen auf große Steine geschrieben.
Jai Sri Ram, Jai Sri Ram. Und hat sie dann ins Wasser geworfen und dann sind sie am Wasser geschwebt, geflossen und nicht untergegangen. So haben sie die Brücke zu Lanka gebaut. Zu Lanka, Sri Lanka kannst du heute sogar noch die Steine unterirdisch im Wasser sieht man. So Haridas Thakur ist Namacharya. Chaitanya Mahaprabhu sagt selber, du bist Namacharya. Du chantest Tag und Nacht Harinam. So, du verbreitest den heiligen Namen. Und Sanatan, Swami sagt eben, du bist der Höchste. Dein Name ist sogar barmherziger als wie Hari selber. So chantest Tag und Nacht. Prachar kore. Also gut. Also Sanatan Goswami sagt, they are following some Vaishnava etiquette. I mean, doing, they are following bhajan, doing bhajan, but they are not going for preaching. Also es gibt Vaishnavas, die folgen eben den ganzen Prozess. Die chanten, machen Bhajan, aber die gehen nicht raus und verbreiten das, die Lehren. So, Acharan ist, das befolgen sie. Is the part of karmanga, you are kormi. Those who are going for preaching Also diejenigen, die was predigen, ohne any Vaishnava, Vaishnavi Pratishtha, they are actually karmi. Actually they are kormi. They are actually preacher, not preacher. So Sanatana Goswami actually speaking, in front of Haridas Thakur, so Sanatana Goswami spricht vom Haridas Thakur eben, dass manche, die gehen jetzt predigen, aber die praktizieren selber nicht. So, das ist das Gegenteil. So, boah, das ist nicht gut, aber du, Haridas Thakur, du machst beides. Du gehst, chantest die heiligen Namen, machst dein Bhajan für dich selber innerlich und gehst es auch noch verbreiten. So, du bist der Beste. Also du machst beides. You are doing both. That is why that number one harlot, the fallen soul. Und er sagt, das ist, warum eben die Prostituierte auch befreit worden ist. Durch die Gemeinschaft von Haridas Thakur. Haridas Thakur exhibiting this Tinada Visunij, Tarurva Saisno, Amanina Manada Kitaniya Sadahari. Haridas Thakur chanting Harinam. So. Tinada Visunij is more than the humble than the blade of ass, and more forbearing than tree, doing Harinam with great, power, and going to give honor to that cross also. You are coming, excuse me, I couldn't help you. I know the reason for why you are Also coming. Srila Haridas Thakur hat alle die Qualitäten, tolerant zu sein wie ein Baum, demütiger wie ein Grashalm. Und so er ist das perfekte Beispiel. In that case, the cross, okay, maybe today not come, tomorrow you come, I can fulfill your heart. Again that cross coming, again not just to go begging for pardon. Excuse me, today also I am taking now day and night, but I couldn't, actually 1 crore Also Harinam das ist jetzt die, crore was über Haridas Thakur geschrieben ist. in 1 month, and actually, excuse me, I'm very sorry. Tomorrow surely I'm going to fulfill your heart. Then third day coming and hearing Harinam. Why I understand this to prove some special. Das ist eben der Srila Haridas Thakur, so wie der gelebt hat, hat er jetzt erklärt kurz. So Haridas Thakur doing Harinam. You can think Haridas So Haridas Thakur, der chantet. Okay, du denkst jetzt, dass der vielleicht nicht nach Amerika geht zu predigen, aber Mahaprabhu sagt immer, dass alle Lebewesen, so wie Bäume, Insekten und alles, die seien befreit durch das Chanten der Klangschwingung von
dem Hare Krishna Mantra. So wenn Srila Haridas Thakur chantet, nachher berührt der Klang, der transzendentale Klang, alle Bäume und alle Lebewesen, die was eigentlich schon kaum Möglichkeit haben, den Namen zu hören oder zu chanten. Those hills, I can get benefit. I just have Prabhu, never mind. Actually, when you are speaking Harinam, Hare Krishna, 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 then all your sound vibration going all around this material body. Not that. You can think I am speaking live. No. When you are speaking in America, how I can catch this word by mobile? Follow. Scientific evidence. So der Klangschwingung, der Klang, der geht ihm überall hin. Und das ist selber bestätigt von Chaitanya Mahaprabhu, wo der sagt, dass der Klang, der wandert überall, in alle Wälder, in alle Berge, berührt alle Pflanzen, alle Bäume. So, durch das Chanten von Chaitanya Mahaprabhu singen sogar Tiger und die Elefanten den heiligen Namen. Samananda Prabhu, Rasikananda Prabhu, that wicked, Jamindar, Also Shyamananda und Rasikananda, die wollten eben angreifen, denn also Rasikananda, die haben einen verrückten Elefanten auf sie gesendet und wollten angreifen. Aber Rasikananda ist vor ihm gestanden und hat nur gesagt, eben durch seine Klangschwingung, hat er gesagt, oh, ich gebe euch jetzt die heiligen Namen, und dann haben sie die heiligen Namen gehört und haben sie so Einweihung gekriegt. Der Elefanten sind ganz, ganz große Devotees geworden. So, die haben ganz, ganz schnelle Realisierungen gekriegt. Also das ist, wenn du wirklich Einweihung von einem großen Devotee kriegst, und sogar Elefanten, die fangen an zu chanten und leisten Dienst zu Guru und Vaishnava. Also es ist ganz berühmt, der Elefant, den kennt dort jeder. Es ist nicht irgendwas, was einfach so jetzt daher sagt, sondern es sind Tatsachen. So diejenigen, die was Bhakti haben, die können predigen. So, und der Elefant, der ist dann ganz, ganz sanft worden und ist ein Gentleman geworden. Bis zu seinem letzten Moment vom Leben hat er dann gedient und hat dort das Holz geholt mit seinem Rüssel, und dann haben sie das Holz gehackt und haben es verwendet zum Kochen. So der Elefant hat die ganzen Tätigkeiten ausgeführt. Er hat somit alle Vaishnavas gedient. So, der Elefant hat dann immer alles besorgt. So Predigen bedeutet eben, dass du bereit sein musst, oder du musst Bhakti weitergeben, in die Herzen geben können von den Seelen. Also wie ist es in Wirklichkeit, dass die Leute weinen angefangen haben, wenn sie die Sprache von Narodam nicht verstanden haben, aber seine Lieder gehört haben. Also er hat auf Kartals gespielt und hat Kirtan gemacht und Tränen sein können, und alle Leute
Tausende, die haben sich versammelt und die haben angefangen zu weinen, obwohl sie nicht einmal die Sprache verstehen. Pashupaki Jure Bashana Shure Gunagata. Also die Tiere und Lebewesen, Vögel und alles, die weinen, aber sogar Steine, die schmelzen. Das ist die Barmherzigkeit von Gauranga, die ist so exzellent. Und jetzt kommen wir zurück zu dem Punkt, was Prabhupada sagen wollte. Prabhupada, der betet vor all seine Guru-Vargas und sagt, oh, ich rate euch jetzt, also er sagt jetzt wieder, dass er eben so angezogen war von seinem Gurudev, weil er all die Qualitäten in sich gehabt hat. Das Trinata Bisanicha. But Haridas Thakur was capable. Haridas Thakur doing Harinam, and that Harinam transcending Harinam, that cross, catching to his ears. 1 day, 2 days, 3 days, his heart, Cheta Darpana Marjanam Bhavamadi. Through Sankirtan you can, clean your heart 100%. Through Sankirtan, exact Sankirtan, you can clean your heart. Through Sankirtan. So now that our Lord, all, 1 day, 2 days, 3 days, our Lord changing his mind. The heart totally clean. Also so ist dann das Herz ganz rein worden von der Prostituierten. I know the reason for why you came here, but still, to save you, I was bound to stay here. I was bound to stay here to deliver you. Oh, really? I heard us speaking all the, planning. Of that Ramchandra Khan. Wicked Ramchandra. I just told you, I know everything. To deliver you, I am waiting here for 3 days. First day I was Also Haridas Thakur hat nur gewartet, sie zu befreien, 2-3 Tage. So now you are delivered, you go on doing Harinam, Sankirtan, 3 lakh Harinam, continuously you do, and Sie chant jeden Tag die heiligen Namen und machen Parikram rund um die Tulsi-Pflanze. Und du chantest und nachher wirst du erfolgreich. So eben, das zeigt uns auf, dass Haridas Thakur Nummer 1 Prediger ist. That Haridas was totally attracted by the qualities of Haridas Thakur. Totally. Also das zeigt uns eben, dass so eine hohe Anziehung da war von der Prostituierten für Haridas, weil er eben all die Qualitäten gehabt hat, was ein Vaishnaver haben soll. Also speziell die 4. And by the mercy of Chaitanya, I am also going to speak the same way. So, that Harlot, that cross was totally, influenced by Haridas Thakur, totally. Und so hat sie sich dann komplett geändert, die Prostituierte, die so angezogen worden ist. Now one misconception can have. Also da kann jetzt ein Misskonzept aufkommen. Es kann man sagen, oh, Trinadapi, das bedeutet, dass du powerlos, kraftlos bist. Not that. You can think he is showing Trinadapi because he is without any power, is powerless. Not that. Trinadapi means most powerful. Also Trinadapi Sanijana ist nicht was,
obwohl du jetzt gar nichts hast und dann sagst, okay, du bist drin, das bist du nicht der Demut, sondern wenn du wirklich voller Kraft und Energie bist, aber du bist trotzdem noch immer ganz, ganz demütig und ganz normal. Also sie haben ihn durch die Marktplätze gepeitscht, Haridas Thakur, aber Haridas Thakur, der hat nicht seine Geduld verloren. Er war ein demütiger wie das Gras und ganz, ganz tolerant wie Bäume, mehr als wie Bäume. Also das kann man ganz aufwälzen auf Srila Haridas Thakur. Praying, oh Prabhu, they don't know what kind of, thing they are doing. Please excuse them. They are ignorant actually, Prabhu. They are ignorant. Murhero Mongol Tumi Anne Shive. I am actually ignorant. Also Srila Haridas Thakur, der betet da für diejenigen, was ihn gepeitscht haben. Murhero Mongol Tumi Anne Shive. Muro means ignorant, full of ignorance. I cannot search and find out my own good. So Guru Vaishnava can give some benefit. This way actually, now Haridas Thakur, by these four qualities of Haridas Thakur, that cross Lakshya was, very much attracted. Very much attracted. Over speaking. My Guru Bhagavad Also Srila Prabhupada sagt, dass mein Gurudev, der hat mich genauso angezogen bei den 4 Qualitäten. I was attracted by, by goodness of Babaji Maharaj. He was kind enough to exhibit 4, important qualities, as was instructed by Mahaprabhu. He wanted to prove that as it is nothing. Haridas Thakur. Actually, Prabhupada speaking, actually, even demigods, they are not out of false ego. Also sogar selber Halbgötter, die haben noch immer ein falsches Ego. Why they are making so much problem? Indra making so much problem, Indra zum Beispiel hat auch so viele Probleme gehabt. Also keine Halbgötter können aus dem falschen Ego komplett befreit sein. I'm going to speak about the Tattva of Sankar, Bhagavan Shivaratri. That day I can explain. Also am 5. spricht er über Shankar Bhagavan. Vaishnaver-Ruhm Shambhu. Only for Sankar. All other demigods there, they are not having 100% humble attitude. You know the incident from Kathopanishad? I already told you, you forget. That to test Indra Maharaj and all demigods, Brahma, Purna Brahma Vastu came in the gate of Sarga and in the form of Japa. Also Brahma, jetzt einen Test zu machen, Somebody coming in front of Indra, giving information. Ist vor Brahma und vor Indra und vor Shiva ist eine ganz spezielle Kreatur gekommen. Also da war Agni, Varuna, Dev. Und die haben alle gefragt, wer bist du, wer bist du? Und Brahma hat gesagt, wer bist du, wer bist du? Und dann sagt er, oh, mein Name ist Bhavandev. Wer ist Bhavandev? Also was ist deine Identität, wer bist du? Und dann sagt der andere, Name, mein Name ist Bhavandev. So, Bhavandev ist der Gott des Windes, der kann alles zerstören durch seinen Wind. Er ist so kraftvoll. Und dann fragt er, okay, dann nimm den Strohhalm, das Gras, und versuch es jetzt wegzublasen.
Und hat seine ganze Energie aufgewendet, hat versucht, aber hat nicht funktioniert. Er hat nicht den Grashalm bewegen können. I don't know. I was actually excellent thing. I went to ask him, who you are? Then I give him, my name is Pavandev. I saw Pavan, what is your power? I can, destroy everything. So strong willpower. Also er will damit sagen, dass die auch so ein großes Ego haben, die Halbgötter des Windes oder des Feuers oder des Wassers. Indra ist der Nächste jetzt, oder Varunadev, oh, du bist so machtvoll. Und haben sie ihn getestet. Also der Varunadev hat dann geglaubt, oh, durch seine Kraft des Wassers kann er die ganze Welt zerstören. Okay, nachher zeig mal, was du kannst. Nachher bewege jetzt oder schwemm das Strohstück jetzt weg. Aber er hat es nicht können. Also er hat da wieder die ganze Kraft aufgewendet, aber hat es nicht den Strohhalm bewegen können. Und jetzt kommt Agni, der Feuergott. Und es ist wieder das Gleiche gewesen, oh, kannst du jetzt den Strohhalm verbrennen? Normalerweise haben alle Angst vor dem Feuer, aber jetzt in dem Fall hat er nicht einmal das kleine Strohhalm, das Stroh in Flamme versetzen können. So alle haben verfehlt. Und jetzt wollte dann Indra sagen, okay, was er kann. Aber wo Indra jetzt gekommen ist, dann ist der Raksha, was die Fragen gestellt hat, der ist dann verschwunden. Then Umadevi, Vishuddha, Umadevi appeared. Gyan Sarupini Uma, Haimavati. Hey Indra, who? Actually, what you are searching? I'm searching that, a special, feature. Actually is Brahma. Also die Uma, die Frau vom Indra, sagt dann, das ist Brahma, der will die testen. So sei nicht so aufgeblasen. Also die Halbgötter und die Dämonen, die denken immer, wir sind so stark, wir sind erfolgreich. Aber das sind immer eben voll mit dem falschen Ego. Don't try to express any kind of false ego. You have no power. It is by the power of Parabrahma. Also das, was er damit sagen will, ist eben, dass eben jeder nur die Energie kriegt vom höchsten Herrn, ganz egal, was für Position man in der Welt hat. Ob das jetzt Halbgötter sind oder irgendwer, wir sollen nie denken, dass wir irgendwie selber Kraft haben, irgendwas zu machen in der Welt. Sondern der Feuergott kann Strohhalm verbrennen, der Varunadev, der Wassergott, kann das Strohhalm nicht wegschwemmen und so weiter, wenn sie nicht, weil eben die ganze Kraft von Krishna selber kommt. So, das sind alle abhängig von Krishna selber. So, Krishna ist das Urfeld, die Urenergie, was alles bewegt und führt und Kraft gibt oder nicht. Deswegen, falsches Ego sollte man niemals haben, dass man jetzt das kann oder das macht.
but that power gone. Power taken away by Krishna. All power taken away. This incident, by this Kathopanishad, we know all demigods, they are full of false ego. They are full of false ego. They have false ego. All demigods. Many times making mistake, insulting, out of his false ego, insulting Devaguru, Gurudev, Brahaspati, insulting this way. So many things I can explain. Actually, false ego, if false ego is there, you should not go for preaching. So, wenn so falsches Ego dort ist, nachher kann man nicht predigen gehen. Man kann nicht Stadikal, kann nicht predigen gehen. Du musst vom Madhyam zu der dritten Stufe vom Madhyam kommen, dann kannst du predigen. Also Predigen bedeutet eben Bhakti weiterzugeben. Shivarati. And on 7th I can discuss about Paramaya Bhakti to Madhav Goswami Maharaj. After that I can go. So Prabhupada actually speaking, I was attracted by my Guru Padma. Ist angezogen worden durch seinen Gurudev, weil eben all die Qualitäten gehabt hat. You think Trinadapi mean very weak, not there. Those who are Trinadapi, those who are pure Vaishnava, you think they are very weak. You can think they are very weak. Not that. Very powerful. Inside them, so spiritual fire is there, so powerful, they can do anything. By their power, they can do everything. What they cannot do? What they cannot do? A Vaishnava can do anything. If Haridas Thakur want to destroy this world, can destroy. Wenn Haridas Thakur die Welt zerstören will, kann er das sofort machen. Wenn er Welten kreieren will, dann kann er es ja kreieren. Also ist es wahr oder falsch? Es ist auf jeden Fall wahr. When Mahaprabhu wanted to go to Vrindavan, that time Nishingananda was sitting in Asan and doing Harinam, very nicely, meditate on the lotus feet of. Also Nishinga Brahmachari, der hat meditiert und der macht mental ganz einen schönen Weg, wo Mahaprabhu geht. Ganz schöne Wälder und Flüsse ohne Steine, sondern alles Blütenblätter voll am Boden. Also er macht den Weg in seiner Meditation für Mahaprabhu. Nishingananda. Why you pass this comment? Because my mind not going further. Why? Up to Kanai Natsala. Also er sagt, er wird nur gehen bis nach Kanai Natchala. Dort ist der Schluss dann von meiner Meditation. Also so weit wird Chaitanya Mahaprabhu gehen können. Sei da sicher darüber. Und Chaitanya geht dann wirklich nach Kanai Natchala und geht dann wieder retour. Also durch das zeigt man ihm auf, dass ein Vaishnava alles machen kann durch Nam Bhajan. Also es ist so kraftvoll, ich kann alles machen. So über Vaishnava ist geschrieben in den Shastras. Bani means fire. Bani means Sanskrit word, Bengali also. Bani means fire. Bani, Feuer. Surya ist es. Bani Surya Brahmanebhyo Vaishnava Dejan Sada. Also versuch ja nicht zu spielen mit Vaishnavas. Also versuch mit Feuer zu spielen oder mit dem Sonnengott, aber versuch nicht mit Vaishnavas zu spielen.
So now Prabhupada praying, oh my Guru Varga, I was greatly moved. I was shocked to see all the qualities of my Guru Father, Paramahansa Bhakti Maharaj. So, Chaitanya Mahaprabhu giving instruction. Also, I am going to give you this instruction according to the instruction of my Guru Father. I myself want to get established in Tattva. I mean, Theravada. Also, I am going to pass on this. So selber will es für sich, das Trinada Nityana, und gibt es weiter, die Trinada Nityana Stimmung. Also du musst zuerst mal toleranter wie ein Baum sein, demütiger wie ein Gras und versuch niemals irgendein Pratishta anzunehmen. Kein Hauch von Pratishta. Und nachher kannst du predigen, ansonsten nicht. So seid euch ganz klar über den Punkt. No smell of Pratishta is there inside your heart. All what you are doing for the total satisfaction of Supreme Lord. Also alles, was machst, soll nur für die Zufriedenheit sein vom höchsten Herrn. Harikatha is not an instrument to collect some lakh puja pratishtha from you. Next day you can discuss after 7. If any Harikatha going on there. My Harikatha. Also sei Harikatha ist nicht das Instrument, irgendwie Geld zu sammeln oder Ehre, sondern sei Harikatha ist nur Dienst zu seinem Gurudev, zu seinem Guru Varga. So er ist der Diener vom Diener vom Diener vom Diener vom Diener vom sein Gurudev. So, to collect some lakh puja pratishtha, be careful. I am trying to implement the desire of Chaitanya Mahaprabhu. Only this thing. I am going to carry also will nur das weitergeben, was Chaitanya Mahaprabhu geben will. Nothing and no desire there. You can, I can cut my heart and show you. Also kann sein Herz aufweisen. Das ist so, what is that? Only Ram. Nothing there. If Ram is there, Ram means we think Balaram. If Ram is there, they should not be calm. If Ram is there, calm cannot be there. Any kind of smell of karma should not be there. Otherwise, don't go for preaching. Why? That I can explain next day. Why? Negative point also. And what kind of instruction Prabhupada giving to those who are interested to go for preaching. Full instruction. Day by day I can discuss this point. Today time is very limited. If you have any question, then you can put in front of me. And otherwise, if you have any kind of, if you have any question, no? Any question? One by one I can learn. One Mahabhagavat, who, medium, so everything. And preacher, who can become a great preacher, who can come out successful, who cannot come out successful, who can fall down if you forcefully go for preaching. I can explain one by one, with illustration. But on 5th, not 5th actually Shiva Tattva, and on 7th Madhu Goswami Maharaj, and after that I can try.